Dabei beobachtet man auch, dass Robotik nicht immer aussehen muss wie ein Roboter. Das heißt, Robotiktechnologie steckt auch in Systemen wie einem OP-Mikroskop oder ja, sogar in einem Zahnarztstuhl, der mit seinen 5, 6 Freiheitsgraden sich koordiniert bewegen muss. Hallo, mein Name ist Tobias. Ich habe Informatik studiert in Karlsruhe vor vielen Jahren, habe da meine Liebe zur Robotik entdeckt, bin dann auch bei dem Thema geblieben, habe in der Robotik promoviert im Bereich humanoide Roboter, bin dann noch ein paar Jahre in der Forschung geblieben, bevor ich jetzt vor über 12 Jahren zu ITK gekommen bin. Jetzt bin ich Fachreferent für das Thema Robotik, kann mich mit der Forschung weiter auseinandersetzen, aber eben auch damit, wie das in Produkte überführt wird, und das macht mir sehr viel Spaß. Ja, tatsächlich sehen wir, dass die Robotik immer mehr Verbreitung findet in der Medizintechnik. Zum einen erlauben Roboter sehr viel präziser zu arbeiten. Roboter können aber auch Aufgaben abnehmen, autonom arbeiten, wie beispielsweise in der Orthopädie, wo Knochen gefräst werden. Die Robotik ist tatsächlich schon seit der Gründung von ITK ein Thema. Das heißt, jetzt schon seit über 30 Jahren machen wir bei ITK Medizinrobotik, und in der Zeit konnten wir natürlich sehr viel Erfahrung sammeln. Und zwar Erfahrung auch darin, wie ein Roboter als Ganzes funktioniert. Das ist ein Zusammenspiel von der Hardware, der Elektronik, Mechanik, der Software als Gesamtsystem, das mit der Umwelt interagiert. In unseren Projekten steigen wir manchmal sehr früh ein, mit einer Konzeptentwicklung und Bewertung, nutzen dann auch Technologien wie Virtual Prototyping, in denen wir beispielsweise einen virtuellen OP-Saal aufbauen und darin ein Robotersystem erproben können. Unser Schwerpunkt ist aber sicherlich die Steuerung von Robotern, die Algorithmikentwicklung, die Regelung, Kinematik, Dynamik, all die Dinge, die man bei einem Roboter beachten muss, und das in sichere Software zu gießen. Neben autonomen Systemen gibt es telemanipulierte Systeme, in denen der Arzt den Roboter fernsteuert und der Roboter dann den Patienten operiert, stets unter der Kontrolle des Arztes. Bei den telemanipulierten Medizinrobotern ist besonders die Schnittstelle zum Arzt wichtig, das heißt das Eingabegerät, mit dem er den Roboter bedient. Und auch das ist ein Thema bei uns. In verschiedenen Projekten haben wir schon solche Eingabegeräte entwickelt. Eben nicht nur die Regelung, die Software, sondern auch die Mechanik. Und hier ist es eben besonders herausfordernd, dass sich das System intuitiv bedienen lässt. Man setzt sich dran und weiß sofort, was zu tun ist. Und das trotz der großen Komplexität von Robotersystemen, zum Teil mit 60, 70 Motoren, unzähligen Sensoren. Ja, also Robotik macht mir aus verschiedenen Gründen Spaß. Zum einen ist es die Tatsache, dass sich Roboter bewegen, dass man nicht nur in der virtuellen Welt programmiert, sondern etwas schafft, wo sich was bewegt und interagiert mit der Umwelt. Aber auch die Komplexität macht mir Spaß. Man hat Systeme mit jede Menge Motoren, Sensoren, und am Ende muss alles zusammenspielen und die Aufgabe lösen, die man sich zum Ziel gesetzt hat. Und wenn das dann noch einfach für den Anwender ist im Endprodukt, wenn sich ein Arzt dann da hinsetzt, einfach damit arbeitet und sagen kann, hey cool, das funktioniert, damit schaffe ich gerne, das hilft mir bei meiner täglichen Arbeit, dann haben wir unser Ziel erreicht.